Am 25. Juli 1939 bittet Dorothea Frenkel den Papst eindringlich, sich ihrer anzunehmen. Die jüdische Polin musste 2 Jahre zuvor mit ihrem Mann Hermann aus Hamburg flüchten. In Mailand angekommen, stirbt ihr Mann. Sie selbst hat sich im Dom zu Mailand taufen lassen. Nun bittet sie Pius XII. Um seinen Segen und darum, sie dabei zu unterstützen, das von den brasilianischen Behörden bereits genehmigte Visum endlich auszufertigen. In Brasilien erwarten sie ihr Sohn Bernhard Frenkel und ihr Neffe Paul Silbergleit. Unterstützt wird sie bei ihren Bemühungen vom päpstlichen Hoftheologen und Dominikanerpater Mariano Cordovani, der am 3. August Staatssekretär Luigi Macchioni schreibt. Auch ihn habe diese Konvertitin aus Mailand gebeten, unter den 3000 Getauften zu sein, die nach Brasilien einreisen könnten. Er wisse nicht, wie die Dinge stehen, empfehle die Angelegenheit aber der Nächstenliebe. Im Staatssekretariat wird man umgehend tätig, fragt bei Kardinal Ildefons Schuster in Mailand nach, ob die Angaben von Frau Frenkel korrekt seien, und weist dann den Nuntius in Brasilien, Benedetto Aloisio Masella, am 29. August 1939 an, sich um die Erteilung des Visums zu kümmern. Masella teilt am 22. Februar 1940 seinem Vorgesetzten Marchione mit, dass die brasilianische Regierung La Licenza Necessaria, die notwendige Erlaubnis, in Brasilien einzureisen, erteilt habe. Dies wird am 1. März 1940 Mariano Cordovani mitgeteilt, der dies wiederum Dorothea Frenkel mitgeteilt haben dürfte. Die Ausreise glückt. Dorothea Frenkel sollte erst 1959 in Sao Paulo im Alter von 82 Jahren sterben. An seine Heiligkeit Papst Pius XII., Heiliger Vater. Ich erlaube mir, mich vertrauensvoll in meiner schweren Bedrängnis an euch zu wenden. Ich bin gezwungen worden, mit meinem Mann im Jahre 1937 Hamburg, unsere Heimat, zu verlassen, da mein Mann seine Fabrik in arische Hände geben musste. Wir kamen hier nach Milano, wo wir im November 38 plötzlich mein guter Mann an einem Herzkrampf starb. Ich bin nun ganz allein und verlassen hier in Milano. Doch habe ich meine Neffen, 2 Nichten, Kinder meiner verstorbenen Schwester, die auch gleichzeitig unsere Kinder waren, in Curitiba, Paraná, Brasilien. Mein Neffe Paul Silbergleit bemüht sich seit dem Tode meines Mannes, mich als Pflegemutter zu sich kommen zu lassen. Das Gesuch liegt seit Januar 39 bei dem Ministerium in Rio de Janeiro, bei der letzten Instanz zur Unterschrift um die Genehmigung meines Visums, welches durch die jetzige Sperre leider noch nicht geschehen ist. Auch habe ich einen Sohn, einzigen, der in London war und seit 2 Monaten bei meinem Neffen in Curitiba ist. Mein heiliger Vater, ich bin in diesem Winter mit aufrichtigem Herzen und mit großer Liebe katholisch geworden. Ich bin 63 Jahre alt. Kapuzinerpater Johannes Antonius hat mich in Rom getauft. Ich habe dann alle heiligen Sakramente mit großer inniger Hingebung empfangen. Jetzt bitte ich euch, heiliger Vater, inbrünstig um euren Segen. Ich verspreche euch, heiliger Vater, mit aufrichtigem Herzen, solange es mir bestimmt ist zu leben, eine gute, wahre Katholikin zu sein. Meine Mittel sind gering. Mein Neffe in Curitiba hat es übernommen, ganz für mich zu sorgen. Dieses habe ich hier schriftlich und notariell bestätigt. Das Reisegeld für Brasilien bis Santos habe ich hier liegen. Von dort werde ich abgeholt werden. Hochwürden Padre Odo Pfeffikon, Schweiz, war so gütig und hat sich für mich an das katholische Hilfswerk in Rio de Janeiro gewandt. Konnte wohl auch wegen der Sperre für mich nichts Günstiges erreichen. Padre Odo wäre gerne bereit, Näheres über mich, euer heiliger Vater, zu berichten. Ich bitte innig und aufrichtig euch, heiliger Vater, um Hilfe zur Erlangung eines Visums nach Brasilien, damit ich zu meinen Kindern kann und diese mir mit ihrer Liebe eine neue Heimat aufbauen können, wonach meine Kinder und auch ich aufrichtig sehen. Erlauben Sie mir, meine Personaldaten euch, heiliger Vater, hiermit hinzuzufügen. Ich hoffe, meine innige Bitte wird von eurem Segen, heiliger, gütiger Vater, begleitet sein. Danke ich im Voraus recht herzlich. Bin ich, eure ganz untergebene Dorothea Frenkel.